Es gibt Hunde. Und dann gibt es den Malinois. Eine Hunderasse, die weltweit bei Spezialeinheiten, Polizei und Militär eingesetzt wird, und das nicht ohne Grund. Der belgische Malinois gilt für viele als der ultimative Arbeitshund. Blitzschnell, extrem intelligent und absolut furchtlos. Doch was macht diesen Hund wirklich so besonders? Warum setzen Eliteeinheiten rund um den Globus ausgerechnet auf den Malinois? Und wie schlägt er sich im Vergleich zum deutschen Schäferhund oder Dobermann? Bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn genau das schauen wir uns heute an. Moderne Helden auf 4 Pfoten. Der belgische Malinois ist heute aus vielen Spezialkräften kaum noch wegzudenken. Ob Polizei, Militär oder Rettungseinsätze, diese Hunde arbeiten dort, wo absolute Präzision gefragt ist. Besonders bekannt wurde ein Malinois namens Kairo. Dieser Hund unterstützte ein berühmtes Spezialkommando bei einer gefährlichen Anti-Terror-Operation in Pakistan. Seine Aufgabe: Sprengstoffe erkennen und versteckte Gefahren aufspüren. Ein weiterer legendärer Malinois war Conan. Dieser Hund wurde weltweit bekannt, nachdem er bei einer riskanten Mission gegen einen Terrorführer eingesetzt wurde. Conan is a tough cookie and nobody's gonna mess with Conan. Trotz Verletzungen kehrte er kurze Zeit später wieder in den Dienst zurück. Doch nicht nur im Militär beweisen diese Hunde ihren Mut. Immer wieder hört man von Malinois, die ihre Familien mutig beschützen, Einbrecher stellen oder sogar ihre Besitzer vor schweren Unfällen bewahren. Es gibt Berichte über Hunde dieser Rasse, die ohne zu zögern zwischen ihre Familie und aggressive Tiere gingen, obwohl sie sich selbst dabei in Gefahr brachten. Der Malinois besitzt einen außergewöhnlich starken Schutzinstinkt, kombiniert mit enormer Reaktionsgeschwindigkeit. In Sekundenbruchteilen kann er Situationen analysieren und handeln, noch bevor ein Mensch überhaupt realisiert hat, dass Gefahr droht. Und genau deshalb wirken diese Hunde oft beinahe wie lebende Sicherheitsmaschinen. Die Herkunft. Vom belgischen Hütehund zur modernen Spezialkraft. Der Ursprung des Malinois liegt in Belgien. Dort wurden diese Hunde ursprünglich als robuste Hüte- und Arbeitshunde eingesetzt. Ende des 19. Jahrhunderts begann man damit, verschiedene belgische Schäferhundtypen gezielt zu züchten. Daraus entstanden 4 Varianten und eine davon war der kurzhaarige Malinois. Schon damals fiel auf, wie belastbar und arbeitsfreudig diese Hunde waren. Während andere Rassen schneller ermüdeten, arbeiteten Malinois stundenlang auf Feldern und Höfen. Mit der zunehmenden Industrialisierung verloren klassische Hütehunde zwar teilweise ihre ursprüngliche Aufgabe, doch der Malinois verschwand nicht. Im Gegenteil. Polizei und Militär erkannten schnell, welches Potenzial in dieser Rasse steckte. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Malinois gezielt für Polizeiarbeit und militärische Aufgaben ausgebildet. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg transportierten sie Nachrichten durch gefährliche Gebiete, fanden verletzte Soldaten und warnten vor Gefahren. Viele Soldaten berichteten damals von dem außergewöhnlichen Mut dieser Hunde, die selbst unter Beschuss weiterarbeiteten, und genau dort begann der Ruf des Malinois als kompromissloser Arbeitshund. Der perfekte Körper für Höchstleistung. Wer einen Malinois das erste Mal in Aktion sieht, versteht sofort, warum diese Hunde weltweit so geschätzt werden. Der Körperbau wirkt beinahe perfekt für Geschwindigkeit und Beweglichkeit konstruiert. Anders als schwerere Gebrauchshunde besitzt der Malinois einen sehr athletischen, trockenen und explosiven Körperbau. Er ist leichter als viele andere Diensthunde und dadurch extrem agil. Genau diese Kombination aus Kraft und geringem Gewicht macht ihn so gefährlich effizient. Ein trainierter Malinois kann in unglaublicher Geschwindigkeit Hindernisse überwinden, blitzschnell die Richtung wechseln und enorme Sprünge ausführen. Viele dieser Hunde springen problemlos über Mauern oder klettern nahezu senkrechte Hindernisse hinauf. Besonders beeindruckend ist dabei ihre Explosivität. Während manche Hunde erst hochfahren müssen, reagiert der Malinois oft innerhalb von Sekundenbruchteilen mit voller Energie. Dazu kommt seine enorme Ausdauer. Diese Hunde können über lange Zeiträume arbeiten, ohne nennenswert an Konzentration zu verlieren. Genau deshalb werden sie häufig bei langen Einsätzen oder anspruchsvollen Suchaktionen eingesetzt. Und obwohl der Malinois hochathletisch wirkt, ist er gleichzeitig erstaunlich robust. Regen, Kälte oder schwieriges Gelände machen ihm vergleichsweise wenig aus. Man könnte fast sagen,
Dieser Hund wurde gebaut, um zu arbeiten. Intelligenz. Wenn ein Hund beginnt mitzudenken. Was den Malinois allerdings wirklich von vielen anderen Rassen unterscheidet, ist nicht nur seine Athletik, sondern vor allem seine enorme Intelligenz. Diese Hunde lernen unglaublich schnell. Viele Halter berichten davon, dass ein Malinois neue Abläufe bereits nach wenigen Wiederholungen versteht und Situationen eigenständig analysiert. Doch genau darin liegt auch die Herausforderung. Der Malinois arbeitet nicht stumpf Befehle ab. Er denkt mit. Und manchmal denkt er sogar schneller als sein Besitzer. Deshalb gilt diese Rasse auch nicht unbedingt als Anfängerhund. Wer unsicher, inkonsequent oder unklar kommuniziert, wird schnell merken, dass der Hund beginnt, eigene Entscheidungen zu treffen. Ein Malinois braucht deshalb nicht nur Bewegung, sondern vor allem mentale Auslastung. Suchspiele, Schutzdienst, komplexe Kommandos, Hindernisparcours oder anspruchsvolle Trainingsaufgaben, genau dort fühlt sich dieser Hund wirklich wohl. Denn ein unausgelasteter Malinois sucht sich seine Beschäftigung irgendwann selbst. Und das endet nicht selten in zerstörten Möbeln, Dauerstress oder problematischem Verhalten. Man darf niemals vergessen, dieser Hund wurde über Generationen darauf gezüchtet, permanent zu arbeiten und hochkonzentriert zu bleiben. Warum Spezialkräfte den Malinois lieben? In den letzten Jahren hat der belgische Malinois den deutschen Schäferhund in vielen Spezialeinheiten zunehmend verdrängt. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen ist der Malinois leichter und beweglicher. Dadurch kann er schneller reagieren und enge Räume deutlich besser durchqueren. Zum anderen gilt er als extrem belastbar, sowohl körperlich als auch mental. Schüsse, Explosionen, hektische Situationen oder extremer Stress bringen einen gut trainierten Malinois oft erstaunlich wenig aus der Ruhe. Außerdem besitzen diese Hunde eine enorme Arbeitsmotivation. Viele Hundeführer beschreiben den Malinois als Hund, der regelrecht danach sucht, Aufgaben zu erfüllen. Diese Kombination macht ihn ideal für Polizeiarbeit, militärische Einsätze, Sprengstoffsuche, Personensuche, Schutzdienst, Rettungseinsätze, Hundesport auf höchstem Niveau. Besonders im modernen Schutzdienst dominiert der Malinois inzwischen viele Wettbewerbe weltweit. Seine Geschwindigkeit, Präzision und enorme Triebstärke sind dort oft kaum zu schlagen. Charakter in der Familie. Trotz seines kompromisslosen Arbeitswillens kann der Malinois zu Hause überraschend sensibel und liebevoll sein. Hat er eine enge Bindung zu seiner Familie aufgebaut, entwickelt er oft eine enorme Loyalität und Aufmerksamkeit gegenüber seinen Menschen. Viele Besitzer berichten davon, dass ihr Malinois jede Stimmung sofort wahrnimmt und permanent beobachten möchte, was in seinem Umfeld passiert. Doch genau hier liegt der entscheidende Punkt. Ein kurzer Spaziergang reicht diesem Hund in den meisten Fällen nicht ansatzweise aus. Er braucht intensive Bewegung, geistige Herausforderungen, gemeinsames Training, klare Strukturen, Aufgaben mit Sinn. Wer diesen Hund nur im Garten hält oder ihn körperlich und mental unterfordert, wird früher oder später massive Probleme bekommen. Denn ein gelangweilter Malinois entwickelt oft selbstständig Beschäftigungen und diese gefallen dem Besitzer meistens nicht besonders. Malinois versus deutscher Schäferhund. Der Vergleich zwischen dem Malinois und dem deutschen Schäferhund ist nahezu unvermeidbar. Beide Rassen zählen zu den bekanntesten Gebrauchshunden der Welt. Doch ihre Arbeitsweise unterscheidet sich deutlich. Der deutsche Schäferhund wirkt oft ruhiger, kontrollierter und etwas leichter führbar. Viele Menschen empfinden ihn als angenehmer im Alltag. Der Malinois dagegen ist intensiver, explosiver und permanenter unter Spannung. Während ein Schäferhund zu Hause eher abschalten kann, bleibt der Malinois häufig aufmerksam und beobachtet ständig seine Umgebung. Dafür punktet der Belgier mit extremer Beweglichkeit, hoher Geschwindigkeit und enormer Arbeitsmotivation. Viele Experten sagen deshalb heute, der deutsche Schäferhund ist der vielseitige Allrounder. Der Malinois dagegen ist das Hochleistungswerkzeug für Spezialaufgaben. Malinois versus Dobermann. Auch der Vergleich mit dem Dobermann ist spannend. Der Dobermann wirkt oft eleganter, emotionaler und stärker auf den Menschen fokussiert. Viele Dobermänner möchten permanent in der Nähe ihres Besitzers sein und suchen ständig Körperkontakt.
Der Malinois hingegen erscheint oft unabhängiger und arbeitsorientierter. Während der Dobermann häufig schneller entspannt, bleibt der Malinois selbst zu Hause oft in Alarmbereitschaft. Körperlich besitzt der Dobermann meist mehr Masse und wirkt imposanter. Der Malinois punktet dafür mit extremer Agilität und Schnelligkeit. Beide Rassen sind beeindruckende Schutzhunde, aber mit völlig unterschiedlicher Mentalität. Der Dobermann ist eher der elegante Bodyguard. Der Malinois dagegen erinnert an einen kompromisslosen Spezialsoldaten. Fazit: Der belgische Malinois gehört ohne Zweifel zu den beeindruckendsten Arbeitshunden der Welt. Kaum eine andere Rasse kombiniert Intelligenz, Geschwindigkeit, Belastbarkeit, Loyalität, Arbeitswillen auf einem derart extremen Niveau. Doch genau deshalb ist dieser Hund nicht für jeden geeignet. Ein Malinois verlangt Zeit, Erfahrung, Konsequenz und ein aktives Leben. Wer ihm keine Aufgabe gibt, wird schnell merken, wie viel Energie tatsächlich in diesem Hund steckt. Wenn man jedoch bereit ist, sich intensiv mit dieser Rasse auseinanderzusetzen und dem Hund die Auslastung zu geben, die er braucht, bekommt man meiner Meinung nach keinen gewöhnlichen Hund an seine Seite. Man bekommt einen außergewöhnlichen Partner, hochintelligent, kompromisslos loyal und jederzeit bereit, gemeinsam mit seinem Menschen durch jede Situation zu gehen. Und genau deshalb übt der belgische Malinois auf so viele Menschen weltweit eine enorme Faszination aus. Schreib jetzt in die Kommentare, würdest du einen Malinois halten wollen? Oder ist dir diese Rasse zu extrem?